Rainer Maria Rilke, Dichter der Angst. Warum wird einer der bedeutendsten Lyriker des 20. Jahrhunderts so genannt? Was macht die Angst zu einem beherrschenden Motiv in seinem Leben und Werk? Und welche Gedichte spiegeln dieses innere Ringen wider? In diesem Video gehen wir diesen Fragen nach, anhand von Rilkes Biografie und zentralen Werken. Teil 1. Rilke. Der Mensch hinter den Gedichten. Rilkes Leben war geprägt von einer tiefen Sensibilität und innerer Zerrissenheit. Er wurde 1875 in Prag geboren, wo ihn eine konfliktreiche Kindheit mit einer dominanten Mutter, die ihn wie das verstorbene Mädchen in der Familie behandelte, und einem eher enttäuschten Vater prägte. Die frühe Erfahrung von Entwurzelung und die Zeit in einer preußisch-militärischen Schule stärkten seine Angst vor Autorität und Ausgeliefertsein. Ebenso belasteten ihn seine intensiven, manchmal schwierigen Beziehungen, etwa zu Lou Andreas Salome und Clara Westhoff. Diese biografischen Erfahrungen legten den Grundstein für das zentrale Motiv der Angst, das sich durch sein Werk zieht. Doch Rilkes Angst war keine lähmende Schwäche, sondern eine kreative Triebkraft, aus der er Poesie schuf. Teil 2. Die Angst als schöpferische Kraft. Rilke selbst schrieb 1903, dass seine Kunst darin bestehe, Dinge zu machen aus Angst. Für ihn war Angst etwas, das man produktiv machen konnte, eine Voraussetzung für tiefes künstlerisches Schaffen. Die Angst manifestierte sich in seinen Werken als existenzielle, metaphysische und sprachliche Erfahrung. Sie war verbunden mit der Angst vor Nähe und Abhängigkeit, der Furcht vor Mittelmäßigkeit, dem Bewusstsein der Endlichkeit des Lebens und der Bedrohung durch die Moderne. Nicht selten spiegeln seine Gedichte die Spannung zwischen Furcht und Hoffnung, Verzweiflung und Erhebung wider. Teil 3. Wichtige Gedichte zum Thema Angst. In vielen seiner Gedichte ist Angst explizit Thema oder Stimmungsträger. Ich fürchte mich so vor der Menschenwort zeigt die Angst vor der Zerstörung des Wunderbaren durch Sprache, vor der Verknöcherung des Lebens durch Rationalisierung. In Wir sind ganz angstallein spürt man existenzielle Einsamkeit und die Verlorenheit des Menschen trotz Nähe. Die Duineser Elegien sind das zentrale Werk, in dem Rilke existenzielle Angst als Ausgangspunkt einer metaphysischen Erkenntnis verarbeitet. Die erste Elegie beginnt mit dem Aufschrei nach Aufmerksamkeit in einer scheinbar stummen Welt und setzt sich mit der menschlichen Einsamkeit und Sterblichkeit auseinander. Auch das Stundenbuch thematisiert die Angst vor Gottesferne und die Suche nach existenziellem Glauben. Rilkes Roman Malte Lauritz Brigge, in prosaischer Form, beschreibt urbanen Existenzdruck und Todesangst, begleitet von einer atmosphärischen Angststimmung, die das ganze Werk durchzieht. Teil 4. Fazit. Rilkes Angst als poetische Schwelle. Rilkes Angst ist also nicht nur ein psychologisches Leiden, sondern eine künstlerische Schwelle. Die Angst bedeutet für ihn die Möglichkeit zur Transformation. Sie öffnet den Raum für Kritik, Reflexion und letztlich eine tiefe, poetische Erkenntnis. Sein Werk zeigt die moderne Erfahrung existenzieller Unsicherheit und macht sie in Sprache und Bild begreifbar, als Verlust, als Herausforderung, aber auch als poetische Größe. Rilke bleibt so der Dichter der Angst. Ein Poet, der seine innersten Ängste in Ausdrucksformen übersetzte, die uns bis heute berühren und herausfordern.